Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gear Time im Stonehenge. Es gibt wieder 2 neue Gear-Ankündigungen, über die wir heute sprechen wollen. Denn die NAMM steht kurz vor der Tür und die Hersteller hauen fleißig neue Produkte raus und kündigen Sachen an. Deswegen, darüber sprechen wir heute. Los geht's! Whitey! Timson. Es gibt 2 neue Gear-Ankündigungen. Jetzt zum Jahreswechsel. Wir haben gerade erst unseren Jahresrückblick fertig. Schon kommen die ersten beiden neuen Dinger. Schon kommen die ersten beiden neuen Sachen. Und zwar von einer der Hersteller, der was Neues angekündigt hat, hat es tatsächlich zum Jahreswechsel gemacht. Da hatte ich das erste Jahresrückblick-Video noch nicht ganz draußen. Da haben die schon was angekündigt. Da dachte ich mir, verdammt. Erzähl. Es geht um Warm Audio. Die bauen bekanntlicherweise, wer die anderen Videos gesehen hat, legendäre Studiogeräte nach. Und jetzt haben sie sich den SSL-Buskompressor vorgenommen. Jawohl. Den legendären, den man so, Darum, wo man eigentlich träumt, dass man den immer für einen Bus mal gerade zur Verfügung hat. Ne? Wenn man gerade halt keine SSL zur Hand hat im Studio. Ja. Wir arbeiten ja nicht mit einer SSL, sondern mit einer AMEC. Ja. Die hat keinen Buskompressor. Genau, also für uns wäre das noch Eigentlich das Must-Have. auf der Wunschliste, ja. Ja, also man muss dazu sagen, die Preise der SSL-Buskompressoren sind halt echt gesalzen. Also der kostet in der 500er-Variante, glaube ich, so 1500. In der X-Logic-Rack-Variante, dieses Format-Rack von SSL, kostet 2000. Und in der 19 Zoll-Variante kostet der über 3000 Euro. Ja, das ist schon sportlich, ja. Das, ja. Und Gut, aber es gibt ja auch noch andere, die den auch bauen, ne? Gut, es gibt natürlich ein anderer legendärer Buskompressor wäre der API 2500. Das sind ja, der ist ja genau wie der SSL-Bus, auch ein VCA-Kompressor. Ja. Die gleichen sich ja vor allem auch irgendwie in den Regelzeiten, ne? Also das. Ja, in den Attack-Zeiten, genau, die quasi davor eingestellt sind. Genau. Du kannst, glaube ich, wählen zwischen 2 Attack-Zeiten. Ja, Ne? ja oder 3 oder so. Ja. Also die Attack-Seiten der Dinger, die sind von dem API 2500 und von dem SSL-Buskompressor sehr ähnlich. Die haben die extra so, also SSL hat damit angefangen und das sind so die Standardzeiten, die optimal sind für Drum, für verschiedenste Sachen einfach. Das hat sich so ein bisschen bewährt irgendwie bei diesen. Die haben dann eine Einstellregel, das ist so gerastert, ne? In 2, 4, wie viel sind das? 6 Stellungen? 6 verschiedene Stellungen. Ähnlich ist auch beim Release. Genau, der Release hat 5 Positionen. Die 5. ist eine Autoposition. Ja. Genau. Und erstmal, die Kiste sieht schon echt schick und edel aus, muss ich sagen. Absolut, sieht schon ein bisschen, also erinnert schon sehr, sehr an das Original. Ne? Ja, klar. An die Rack-Variante jedenfalls, ne? Auch das V-Meter davon. Ja. Und wer den auch nachbaut, ist Stam Audio. Der kostet, also dazu muss man sagen, das Ding kostet $699, vermeintlich. Soll kosten, ne? Der ist ja wohl noch nicht auf dem Markt. Nee, der ist noch nicht auf dem Markt. Der soll aber, habe ich jetzt auch mitbekommen, schon im Januar rauskommen. Also okay. So. Vielleicht haben wir den auch mal unter den Fingern und testen. Das wäre doch schön. Und der Warm Audio liegt, glaube ich, bei $800 oder sowas. Aber ein bisschen was zu der Kiste kurz. Also du meinst jetzt der Stam ja, genau, stimmt, der Stam Audio, ja, genau. Okay. Ja. Ein bisschen was zu der Kiste jetzt, zu dem Warm Audio. Der hat Made in USA Cinema Übertrager. Und wir haben uns den mal, es gibt auch ein Bild von innen angeguckt. Alles super schön, kein Schaltnetzteil, wenn man das richtig sieht. Was ich tatsächlich begrüße. Ja. Super spannende Kiste. Ja. Wäre schön, wenn wir ein Bild hätten vom Stam-Audio von innen. Ja. Um den zu vergleichen. Wenn ich das online finde, dann werde ich das auch noch im Video einblenden. Tatsächlich. Okay. Dann kann man sich das auch nochmal anschauen. $699, geiler Buskompressor. Wenn er tatsächlich den Mix so zusammenglut, wie man sich das vorstellt. Dann alle mal das Super Geld Kiste. wert, ne? Ja. Wäre mal der Vergleich wert zum Stam-Audio. Ja. Sollten wir definitiv testen. Oder auch mal gegen einen API, ne? Stimmt, ja. Absolut. So, was Vielleicht haben wir ist, noch? was haben wir noch? Und das ist nämlich die Meldung des Tages, hätte ich fast gesagt. Da ist uns beiden ein Smile ins Gesicht gekommen. Ich wollte es eigentlich dir erst live zeigen, aber ich muss dir vorher schon berichten. Also da glänzen die Augen, tatsächlich, ja. Clark-Technik. Gehört zu Behringer, wie auch immer man es nennen möchte oder aussprechen möchte. Die bauen ja auch bekanntermaßen zum Beispiel legendäre Geräte nach wie den 1176, den Pultec und so weiter und so fort. Und jetzt haben sie sich das nächste Gerät vorgenommen. Und es ist nicht, was man meinen mag, dann irgendwie ein 33609 oder irgendwas Neve-mäßiges oder SSL. Nein, die haben ein Roland-Gerät nachgebaut. Und zwar den Dimension D. Ein unglaublich super weicher
Chorus, den man gerade in den 80ern auch unfassbar vielen Produktionen hört oder auch eben fast nicht. Ne? Das ist ja der Witz an der Kiste. Genau, wollte ich gerade sagen. Ganz, ganz subtiler Chorus, total schön. Den hörst du besonders, wenn du ihn ausschaltest. Du merkst, wie das Signal so zusammenbricht. Ne? Der wurde ja auch von mega vielen, also super viele legendäre Produzenten und Leute schätzen den ja auch irgendwie, dieses Gerät. Ne? Zum Beispiel Peter Gabriel hat den sehr oft eingesetzt. Ne? Genau, richtig. Brian Eno, Brian Eno? Als Produzent oder als Musiker hat er den gerne benutzt. Oder Stevie Ray Vaughan. So. Ne? Also super spannende Kiste. Also sagen wir mal so, auch wenn das nicht unbedingt ein 100%iger Clone ist. Ich meine, einen schicken Chorus kann man immer gebrauchen im Studio. Einen schicken Chorus kann man immer gebrauchen und es gibt halt viele Plugins, die das einfach nicht liefern. Ne? Das ist richtig. Und die Kiste, also wenn man das Original mal gehört hat, wir hatten den lange Zeit im Studio, haben ihn leider weggegeben. Das war ein ganz, ganz großer Fehler. Das war ein großer Fehler, Weil vor allem die Gebrauchmarktpreise von dem Ding übersteigen die 1.000 Euro. Ja, 1.500 Euro ist so, glaube ich, der Gebrauchmarktpreis im Moment für so eine Kiste. Geht gerne zwischen 1,3 und 1,5 raus. Das ist super unscheinbar. Und ich finde auch, was die tatsächlich jetzt bei Clark Technic von dem Design gemacht haben von der Kiste, dass es so nah dran ist. Wenn man es nicht 100% kennt, könnte man tatsächlich drauf reinfallen, dass es, also finde ich super geil. Absolut. Das ist für mich jetzt am Highlight-Level gemessen zu unserem Jahresrückblick, ist diese Kiste, dass die jemand anfängt nachzubauen, schon eigentlich das Highlight 2020. Eben, weil die gibt es bis jetzt noch nicht, ne? Außer als Plugin. Und da finde ich, also alle, die ich bis jetzt gehört habe, die haben nicht so diesen Mojo wie diese Kiste. Und wenn ich das richtig verstanden habe, benutzen ja auch die alten Eimer-Kettenspeicher dafür. Das heißt, das ist wirklich ein analoger Nachbau vom Original und nicht jetzt irgendwie eine digitale Simulation davon. Ja. Also, die haben die Erschaltung angeblich wirklich 1:1 nachgebaut. Fände ich super spannend, das zu hören. Die Kiste kommt her, ja. Die Kiste kommt auf jeden Fall her. Uli, wenn du das hörst, schick mal einen rüber. Bestellung geht raus. Ja, das waren schon die ersten 2 Meldungen. Ja. Die NAMM steht vor der Tür, die ist in den nächsten 2 Wochen. Und da werden wir jetzt natürlich auch öfters Meldungen bringen, wenn irgendwelche super coolen Geräte vorgestellt werden. Dann lassen wir uns natürlich nicht nehmen und werden darüber ein bisschen quatschen und philosophieren. Und unsere Wunschliste erweitern. Machen wir. Super, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Und schreibt uns gerne auch in die Kommentare, was haltet ihr von den beiden Geräten. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.